be alright. Sniffing that I barely pop, little lady. I told ya, daddy's here to hold ya through the night. I know mommy's not here right now, and we don't know why. We fear how we feel inside. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright. Ja, guten Morgen aus Coron. Frank Pederle ist leider etwas angeschlagen. Rote Nase hat er auch, sehe ich gerade. Ja, irgendwie habe ich mir eine Erkältung zugezogen, schon seit Mittwoch. Mittlerweile ist Samstag. Ich habe mich schon zugeworfen mit Paracetamol und keine Ahnung, so einen komischen Stick, den man sich in die Nase reinsteckt, um besser atmen zu können. Aber ja, es ist ein bisschen besser geworden. Aber ich bin noch nicht über den Berg. Jetzt bin ich den zweiten Tag hier in Coron, konnte leider noch nichts Großartiges machen, außer auf den lokalen Berg hochzulatschen. Da habe ich jetzt allerdings kein Video gemacht, bloß ein paar Bilder, und die Drohne habe ich mal steigen lassen, das zeige ich dann vielleicht noch oder blende es irgendwie mit ein. Heute ist Tag 2. Irgendwie fühle ich mich auch nicht fit genug, um eine Fahrradtour zu machen. Ich wollte eigentlich schon eine Tour machen, so 60 Kilometer, aber weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist momentan. Ich werde vielleicht ein bisschen durch die Straßen ziehen und euch vielleicht mal den Ort etwas zeigen, wie es da so aussieht und ja, wie so das Leben hier vonstatten geht. Vielleicht mal runter ans Meer oder an den Hafen, mich da ein bisschen rumtreiben. Und dann habe ich noch eine Straße entdeckt, die ein bisschen rauswärts geht. Sorry. Die ein bisschen rauswärts geht, da sieht man dann ein bisschen, wie so die Leute leben. Das ist so der Randbezirk, da findet das echte Leben statt. Das kann ich euch alles mal filmen. Ansonsten heißt es abwarten, bis der Virus wieder verfliegt. Ich hoffe, es ist nicht der Virus. Die ganze Zeit ist er an mir vorübergegangen, die ganzen Jahre, und ausgerechnet hier sollte er mich einholen. Ist es wirklich so oder ist es doch noch die gute alte Erkältung? Ich hoffe es mal, weil so kann ich ja draußen mich bewegen. Und wie gesagt, ich bin auf den Berg hochgestiefelt gestern, da ging es glaube ich 700 Stufen oder mehr hoch. War zwar sehr schweißtreibend, aber ging eigentlich so ohne Probleme. Klar war ich ein bisschen geschwächt, aber jetzt nicht so, dass ich mich völlig am Boden zerstört gefühlt habe. Es ging, und ich fühle mich jetzt auch nicht bettlägerig, sondern ich habe halt einfach nur eine belegte Nase und ein bisschen Husten, und ja, wie das halt so ist bei einer Erkältung oder Grippe oder was auch immer, das riecht dann auch alles irgendwie so komisch, aber das kennt man ja, ne? Das kennt man ja aus den guten alten Zeiten. Und ja, ich sitze jetzt hier beim Frühstück, genieße noch ein bisschen den Ausblick, den habe ich ja gerade schon gezeigt. So sieht es aus hier, meine Frühstücksterrasse. Da drüben ist das Meer. Also der Ausblick hier ist echt schön in dem kleinen schnuckligen Hotel hier. Und ja, ich bleibe jetzt noch bis morgen. Am Montag geht dann die Fähre weiter. Ich kam am Donnerstagabend an, also 3 volle Tage hier, die ich wahrscheinlich krank verbringe. Ich hoffe, dass ich morgen wenigstens eine kleine Tour machen kann, mal rüber an die andere Küstenseite, dass ich ein bisschen was von der Insel gesehen habe. So Ausflugssachen mache ich jetzt nicht. Da gibt es viele schöne Dinge zum Anschauen, irgendwelche Lagunen und Seen. Die sind dann auf der anderen Insel, auf der eigentlichen Coron-Insel. Der Name passt schon irgendwie, ne? Auf der anderen Coron-Insel, die ist allerdings unbewohnt, aber das sind diese ganzen Lagunen und Seen und diese ganzen Ausflugsziele. Aber ich fühle mich jetzt irgendwie nicht so dazu berufen, darüber zu fahren. Vielleicht komme ich irgendwann noch mal her, aber dazu fehlt mir jetzt irgendwie die Zeit. Ich müsste ein bisschen 2-3 Tage länger bleiben, vielleicht um das mehr genießen zu können. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich pfeife mir jetzt noch einen Kaffee rein. Soll ja helfen. Sagen Sie. Oder auch nicht. Wir werden sehen. Und dann bis später, wenn ich dann auf dem Rad bin.
Ja, draußen aus dem Hotel. Ich bin hier in der Straße, die ein bisschen hoch geht auf den Berg. Und wir schauen jetzt mal runter in den Ort. Ich schwinge mich mal hier auf den Sattel. Und dann rollen wir einfach mal los. Es ist alles nicht weit, es ist in Laufnähe. Bei 5 Minuten zum Ort. Und wir machen das jetzt mal mit dem Rad. Auf geht's. Hier kommen wieder meine beliebten Bodenwellen. Und rechts hat man einen schönen Ausblick immer gleich aufs Meer und auf die Küste und die umliegenden Inseln. Hier links kommt dann das Hop Hostel, heißt es. Ich habe zwar keine Ahnung, ob das was taugt, aber es schaut zumindest äußerlich ganz gut aus. Aber das, ob die jetzt irgendwelche Einzelzimmer haben oder nur so Schlafsäle, da bin ich jetzt überfragt. So. Ah ja, da kommen wir ja dann vorbei an dem Mount Tapias, wo ich gestern hochgestiefelt bin. Da können wir mal kurz hingucken. Das geht da vorne irgendwo links weg. Wir müssten jetzt eigentlich hier rechts runter, ein Ort. Man kann aber auch die nächste rechts. Bodenwelle, die zweite. So, da vorne geht es dann links hoch und zeige ich euch mal kurz den Einstieg. Da geht dann, wie gesagt, so eine Treppe hoch auf den Berg, hat man eine schöne Aussicht. Allerdings halt ja, locker 700 Stufen. So, hier geht's hoch. Ja, etwas beschwerlich, hat es gleich mal 16-17%. Aber nicht lange. Aber für den kranken Franken-Pedaleur, das reimt sich fast, es ist dann doch etwas beschwerlich, wenn man nicht so ganz auf der Höhe ist. Da oben sieht man schon den Schiffzug. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennt. Coron, da oben ist das Kreuz. Das ist der Berg und die Stufen gehen hier links dann hoch. Man muss hier um die Mauer rum. Hier kann man sich nochmal stärken. Kann man ein paar Getränke noch kaufen hier. Und dann geht es hier drüben los. Ich habe hier bei dem Laden vorher noch Wasser gekauft. Hallo. Und dann geht es hier rein. Da gehen die Stufen los, da läuft schon jemand. Ja, man merkt, gut, dass ich nicht so ganz auf der Höhe bin. Ja, wie gesagt, dann geht es hier los mit dem Spektakel. 700 Stufen. Lohnt sich aber. Der Ausblick ist echt schön und da oben hat man seine Ruhe. Es sind fast keine Leute da. Weil ja, die meisten bewegen sich ja nicht so gerne, schon gleich gar nicht bei der Hitze und dementsprechend ist es dann recht einsam dort oben. So, wir fahren wieder runter, ab in den Ort, vorbei an den Shops hier. So, das ist dann diese Abzweigung nach rechts von meiner Straße aus. Da unten ist die Hauptstraße. Jetzt muss man hier ein bisschen die Hände am Lenker halten, weil hier geht es doch etwas bergab. Kann hier nicht so freihändig fahren. So, und hier geht das Getümmel los.
quasi hier so die Hauptstraße, die dann auch weitergeht raus aus der Stadt und um die Insel rum. Und hier geht es dann Richtung Stadtkern, wenn man das so nennen darf. Es ist ja alles nicht sehr groß, es ist halt ein kleines Örtchen. Und ich würde vorschlagen, wir fahren jetzt einfach mal rein. Schauen uns das Ganze an, wie es hier so aussieht. Die Straßen sind halt recht ruppig hier mit den Steinen, die hier rausquillen. Und dann noch kombiniert mit den Bodenwellen. So, hier sind halt jede Menge Tricycles und Motorscooter unterwegs. Haufenweise Geschäfte, ein paar Restaurants, ein paar Hotels sind hier auch. Halt, ja, eine seltsame Mischung aus Einheimischen und Touristen. Und dann mittendrin noch ich hier mit meinem Rennrad. Das komplettiert dann das ganze Bild. Wir haben einen Friseur, hier gibt es irgendeinen Schmuckhändler, ja, Metzgerei hier ohne Kühlung, Klamottenläden, wieder ein Friseur. Ja, jede Menge Läden, Shops, Obsthändler hier. Allerdings habe ich noch keinen gesehen, der irgendwie so Fruit Shakes verkauft. Aber das fehlt mir hier noch. Bislang habe ich das nur in Restaurants gefunden. Warte mal, da vorne sehe ich was, vielleicht gibt es da einen. Aber ich glaube nicht, das sieht nur so aus hier. Naja, das ist alles schon so Fertigzeugs. Da ist dann wahrscheinlich Milch oder was drin. Nee, das ist nichts. Ja, das ist alles schon so fertig angerührt. So, wir fahren mal weiter, nächste rechts rein. So, mal ein bisschen das philippinische Leben auffangen und wirken lassen. Ja, hier Reis gibt es hier ohne Ende zu kaufen. Aber es ist halt doch äußerst touristisch, selbst hier. Man sieht es halt an den Artikeln, was die hier verkaufen, viel so Badezeugs oder auch Klamotten. Einheimische werden sich sowas nicht kaufen, es ist halt nur auf Touristen ausgelegt. Ich bin ja dann eigentlich ganz froh, wenn ich wieder nach Mindoro komme, weil dort ist es nicht so touristisch alles. Aber Palawan und Coron, ja, das ist doch schon irgendwie ein bisschen sehr kommerziell. Aber gut, das muss auch sein, die Leute müssen auch von was leben, aber wer das jetzt nicht so gerne mag, so wie ich, der ist dann froh, wenn er wieder weg ist. So, wo sind wir jetzt hier gelandet? Achso, da sind wir jetzt wieder ein bisschen abseits vom Stadtkern. Da war ich gestern schon, da habe ich da mit so ein paar Kindern gesprochen, die waren dann ganz begeistert, als sie mein Rad gesehen haben. Die fangen dann auch immer an, alles anzutatschen. Wir wollen dann immer den Lenker anfassen, ja, die Bremsen und den Reifen, weil der so prall aufgepumpt ist. Das kennen sie irgendwie alles nicht und ja, das ist halt für die dann ein besonderes Erlebnis, wenn sie sowas mal sehen und fragen dich dann aus, wer du bist und wo du herkommst und ist es dein Rad oder nicht. Ja, hier war das, hier an der Stelle genau. Da ist allerdings rechts jetzt ein ganz schlechter Weg, da werde ich jetzt nicht reinfahren. Also da ist bloß irgendwie so ein steiniger Weg, der geht auch nicht weit, es geht dann irgendwo davor zum Wasser. Wir fahren mal hier links hoch wieder. Mal gucken, dass das Video hier zu lange wird. Das ist halt diesmal ein anderes Video. Kleine Stadtführung, aber aufgrund meines gesundheitlichen Zustands kann ich jetzt heute keine Tour machen und euch irgendwie die Landschaft zeigen. Aber dass ihr zumindest mal einen kleinen Eindruck habt,
wie es hier so aussieht, habe ich mir gedacht, nimmst du mal die Kamera in die Hand und fährst ein bisschen hier durch die Kante und zeigst mal hier ein bisschen das Leben im Ort und wie es hier so aussieht. Und denke, vielleicht ist das für den einen oder anderen auch mal interessant zu sehen. Nicht immer nur auf dem Bock sitzen und Landschaftsbilder zeigen und die Sahnestücke, sondern einfach mal das echte Leben hier. So, hier sind wir wieder auf der Hauptstraße. Ja, wir fahren mal rechts. Bin ich überhaupt rechts da? Oder ist das Einbahnstraße? Ich krieg auch nicht so lange zu drücken. Ne, der fährt auch. Also fahre ich auch. Wenn der fährt, fahre ich auch. Ach nee, das ist gar nicht die Hauptstraße, das ist nochmal eine Parallelstraße. Ja, das ist alles hier ein bisschen quadratisch angeordnet. Da kann man leicht mal durcheinander kommen, wenn man ein paar Mal links und rechts abbiegt. Aber die führt dann oben auch auf die Hauptstraße, die dann hinter zum Hafen geht, wo ich ankam mit dem Schiff. Und beim Hafen geht es dann auch raus aus dem Ort. Da geht es dann so ein bisschen in die Wohnbezirke, sage ich mal. Ist auch ganz interessant, da bin ich gestern auch schon kurz mal gewesen. Und kann ich euch das auch mal zeigen, wie so die Menschen hier leben, wie die hier wohnen. Alles ein bisschen anders wie bei uns. Moment, Bodenwelle. Ja, das sind meine speziellen Freunde, diese Bodenwellen. Als ob die Straßen nicht schon schlecht genug wären, kannst du eh nicht so schnell fahren. Nee, da müssen dann noch Bodenwellen her, dass du dich noch härter tust. So, ich nehme mal die Verfolgung auf. Bin am Tricycle. Da oben ist die Hauptstraße dann, jawohl, da geht es dann rechts. Da kommt dann auch irgendwo, das habe ich dann auch die Tage ausgekundschaftet, mein Büro fürs Fährticket. Ich habe ja das Fährticket für Montag nach Mindoro online gebucht. Allerdings ist es nur so ein Gutschein, den muss man dann eintauschen in das eigentliche Ticket. Und das kann man nur in diesem Fährbüro machen, aber das zu finden ist ja auch nicht so einfach gewesen. Ich habe dann am Hafen einen dieser Sicherheitswächter gefragt, wo denn bitte das Büro wäre, wo ich da mein Ticket bekomme. Dann hat er mir das irgendwo auf der Karte gezeigt. Und ja, ohne ihn hätte ich das, glaube ich, nie gefunden. Allerdings war das dann geschlossen. Und ja, ich kann dann nur an dem Abfahrtstag hinschauen. Die machen um 6:30 Uhr auf. Die Fähre geht um 7:30 Uhr. Und hoffen, dass sie dann da schnell genug sind, mir dann noch das Ticket auszustellen und vor allem ein Ticket hier fürs Rad. Weil das hat bei der Abfahrt aus El Nido ziemlich lange gedauert, bis die Tante mir da dieses Ticket ausgestellt hat fürs Fahrrad. Das hat eine halbe Stunde gedauert. Die hat da in ihrem Computer rumgehämmert. Und ich dachte, die hat da irgendein Problem, aber das hat einfach nur so lange gedauert. Anscheinend ist das nicht so oft der Fall, dass jemand ein Ticket braucht für ein Fahrrad oder was auch immer, dass die da ewig lang rumgetan hat. Und dann wird die Kollegin gefragt und dann war die auf einmal vorm Laptop und ich habe schon mal gefragt, ja, gibt es ein Problem? Sagt sie, no, wait. Ja, ich warte schon, aber man, irgendwann ist das Boot dann weg. Ne? Ich möchte ja irgendwann noch mal zum Hafen und Boarding Time rückte immer näher. Aber die hatten da die Ruhe weg, kein Problem. Naja, nach einer halben Stunde hat sie es dann auch geschafft, letztendlich. Und ich hatte dann für 250 Pesos mehr irgendeinen Wisch in der Hand, dass ich dann auch mein Rad mit aufs Schiff nehmen darf. Und ja, bin dann auch noch rechtzeitig hingekommen, das hat dann alles gepasst. Und ja, und hier muss ich mal gucken, wie es dann hier, ob es dann hier schneller geht oder ob das genauso lang dauert. Wir werden sehen, vielleicht gucke ich morgen mal her, weil ich habe gelesen, am Sonntag haben die auch auf. Da kann ich ja schon mal vorab fragen und die Jungs und Mädels dort psychisch darauf vorbereiten. Hey, da kommt ein Touri mit einem Rad, der braucht so ein extra Ticket noch. Ja, also hier verlassen wir jetzt schon so langsam den Ortskern, aber immer noch jede Menge Läden hier, Shops. Ich finde ja immer diese Obstläden ganz geil, weil die haben ja
Wir haben ja so viele Früchte und Zeug im Angebot, was wir ja teilweise gar nicht haben. Das sieht man auch in dem Video aus Manila, das erste Video bei diesem Obst- und Gemüsestand, wo ich da war. Der hat ja da Sachen mir gezeigt, die habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Aber so ein Shaker hier habe ich überhaupt noch nicht gefunden, dass der hier mal irgendwas zusammenmixt. Hier ist wieder so ein Früchteladen. Aber das haben die hier irgendwie nicht. Das bieten die gar nicht so an. In El Nido waren da 3, 4 so Smoothie-Stände, aber hier habe ich noch keinen einzigen gesehen. Und was mir auch aufgefallen ist, es gibt hier und auch in El Nido keinen einzigen 7-Eleven. Normalerweise findest du ein 7-Eleven überall hier, an jeder Ecke. Das ist ja so eine asiatische Supermarktkette. In Thailand hast du die ja auch alle 100 Meter. Aber hier in Coron-Stadt und in El Nido habe ich noch keinen einzigen gesehen. Das ist ein bisschen seltsam. Aber McDonald's haben sie, das ist wichtig. Selbst in El Nido und auch hier in dem kleinen Coron gibt es jeweils ein McDonald's, aber kein 7-Eleven. Oder vielleicht gibt es irgendwo einen, aber ich habe noch nicht gesehen. Aber dann wäre er sehr versteckt. Was natürlich auch keinen Sinn macht, weil dann geht da keiner hin, wenn er nicht irgendwie zentral gelegen ist. Hier Motorradwerkstatt gibt es auch. Aber diese Vulcanize Shops habe ich ja auch noch nicht gesehen, die dann die Reifen reparieren, wenn du einen Platten hast, dass sie dir da Löcher vulkanisieren. Habe ich jetzt hier auch noch nicht gesehen, aber ich hatte bis jetzt auch noch keinen Platten, von daher habe ich vielleicht mein Augenmerk auch gar nicht so drauf geworfen. Das ist mir dementsprechend noch nicht so aufgefallen. Als ich da Bedarf hatte, das letzte Mal im Mai, da hatte ich schon ein Auge dafür entwickelt, wo diese Shops sind. Aber hier habe ich noch keinen einzigen gesehen. Vielleicht ein gutes Zeichen, wer weiß. So, das sind also von meinem Hotel bis zum Hafen ca. 2,5 Kilometer. Das dauert eine Viertelstunde circa. Bei gemütlichem Tempo, so wie jetzt. Also muss ich das dann mit einplanen am Montag inklusive Büroaufenthalt. Dass ich dann rechtzeitig am Hafen bin. 7:30 Uhr ist die Abfahrt, 6:30 Uhr macht das Büro auf. Ich schaue, dass ich da gleich mal 10 Minuten vorher da bin am Büro und zeige schon mal Präsenz und werde den Ungeduldigen mimen. So, da vorne müsste jetzt dann irgendwo der Hafen kommen. Oh, hier haben wir auch einen Biker vor uns. Einer der wenigen. Die meisten benutzen ja hier Motorscooter. Ist ja am bequemsten, Gashahn rumdrehen und das Ding fährt von selber. Muss man nichts machen. So, werde mal überholen hier. Genau, hier ist schon der Hafen. Ich glaube, das ist auch die einzige Tankstelle, die ich hier sah. Hier ist der Hafen, da kam ich raus. Hier sind wir so ziemlich am Ende vom Dorf. Hier geht es links rein, dann weiter ja, in die Wohnviertel und Randbezirke. Da wird die Straße auch zunehmend schlechter ran. Aber nichtsdestotrotz stürze ich mich hier rein für euch, um euch das zu zeigen. Irgendwie ist hinter mir gerade ein nerviger Motorscooter. Ja, das ist auch sowas, was mir nicht so behagt hier, diese Lautstärke von diesen Mopeds. Die sind irgendwie alle frisiert oder aufgebohrt. Das ist so ein Filipino-Ding, dass die irgendwie recht Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen mit ihren Motorscootern. Also so wurde mir das immer erzählt, dass die das irgendwie recht geil finden, wenn die Dinger so laut sind. Mich nervt das eigentlich bloß. Ich meine, klar, ich bin hier auf den Philippinen, da ist ein bisschen lauter, aber das ist schon extrem hier mit diesen Knattergeräuschen die ganze Zeit, weil das halt einfach jeder hat. Also jeder meint, er müsste hier sein Ding aufbohren, sein Auspuff und ja, so verwöhnten Westlern wie mir auf die Nerven gehen. Aber gut, gibt Schlimmeres. Ich wollte es nur mal erwähnt haben.
Ja, hier schaut dann die Welt schon wieder ein bisschen anders aus. Nicht mehr so touristisch. Hier hat man dann nochmal einen Blick hier aufs offene Meer mit den Booten. Wunderschön. Das da drüben ist Coron Island. Da gehen dann die ganzen Ausflüge hin. So. Ich lege jetzt mal kurz die Kamera weg, weil ich muss hier hochstrammeln. Brauche ich mal beide Arme. Hier wird auch die Straße zunehmend schlechter. Hier muss man echt immer Obacht geben, wo man reinfährt. Zum Beispiel hier sind gerne mal irgendwelche Löcher oder ja, irgendwelche schlechten Stellen, die man überwinden muss. So, hier gibt es natürlich auch Shops für die Leute, die hier wohnen. Hello. Hello. Yes. What? You wanna be in the video? Okay, hello. Er möchte nicht im Video sein. Ja, hier spielt sich also das wahre Leben ab. Hallo. Hier wohnen die Leute von der Insel, zumindest einige davon. Hier gibt es wieder Reis in großen Säcken. Ich glaube 25 Kilo ist das Größte, was die hier kaufen können. Bei uns kriegst du im Supermarkt so ein 500 Gramm Beutelchen für 4 Euro oder was auch immer das kostet. Ich glaube hier kosten 25 Kilo, was kosten die so? 1000 bis 1200 Pesos, was so, keine Ahnung, rund 20 Euro sind. Das sind dann schon ganz andere Preise hier. Ja, bis hier kam ich das letzte Mal. Hier wird es auch sehr viel schlechter jetzt von der Straße her. Ich glaube, das ist dann auch keine gute Idee, hier noch weiter zu fahren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch besser wird. Von daher bleibe ich jetzt hier mal, beziehungsweise kehre wieder um. Ja, das wird ein bisschen ruppiger, da mehr und mehr. Hat keinen Wert, jetzt hier mit dem Rennrad weiterzufahren. Wird sich auch nicht groß verändern, das Landschaftsbild und die Wohngegend. Von daher war es mal ein bisschen ein anderes Video. Wie gesagt, aufgrund meiner Verfassung kann ich jetzt keine größere Tour heute machen. Ich hoffe, wie gesagt, morgen wird es besser. Ich versuch's und dann gibt es wieder ein anderes Video. Dann hoffe ich mal, ihr habt es soweit genossen. Kleiner Eindruck hier vom Ort und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bleibt mir treu, bis dahin, haut rein, ciao, ciao. Ja, jetzt habe ich doch nochmal die Kamera angemacht. Die Straße wurde jetzt dann doch besser, weil ich habe es dann, wie die Kamera aus war, doch gewagt, ein Stück weiter vorzufahren. Und sah dann, hey, da vorne geht es ja doch wieder mit einer Straße weiter. Also habe ich mich entschlossen, komm, fährst du noch ein Stück und schmeiß die Kamera nochmal an. Oh, hier haben wir Basketball-Court. Ja, das ist auch sehr beliebt hier, Basketball auf den Philippinen. Ich glaube, das ist hier die beliebteste Sportart. Hallo! Ich frag mal die Jungs. Is basketball the most popular sport here in the Philippines? Yeah? Yes. Yes, okay. Because I see it everywhere. Yeah. Okay, thank you. Salamat. Okay, ja, okay, aber hier ist dann komplett Ende. Hier brauchen wir dann auch nicht mehr weiter. Also, das war nochmal der letzte Eindruck. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.